Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Wir befinden uns heute in Bastogne und heute ist der 80. Jahrestag von dem NATS-Event. Das hier in Bastogne war eine entscheidende Schlacht während des Zweiten Weltkrieges. Die Deutschen haben mit der Ardennenoffensive die letzte große Schlacht eingeleitet, die das Ziel hatte, die Alliierten in Nord und Süd zu teilen und als Ziel den Hafen in Antwerpen zu erreichen, um den Alliierten den Nachschub abzubinden. Das hat, wie ihr sicherlich wisst, nicht geklappt. Und hier in Bastogne war eine entscheidende Schlacht, die dazu geführt hat, unter anderem, dass die Deutschen diesen Vorstoß nicht schafften. Und hier in Bastogne war die 101. Airborne Gruppe und hat Bastogne wirklich verteidigt, ohne dass sie viel Nachschub und Material hatten. Und die Deutschen hatten Bastogne umzingelt und konnten aber trotz heftigster Artillerieeinsätze die Stadt nicht einnehmen. Und hier, das gilt unter anderem als Wendepunkt in der Ardennenoffensive. Und hier scheiterte letztendlich auch der Vormarsch in Richtung Antwerpen. Und wir schauen uns heute einmal das gesamte Gelände an. Und ihr seht, ich friere schon, ich gehe auch gleich rein. Und ich gebe euch schon mal einen kleinen Einblick, was wir heute erwarten dürfen. Also Reenactment, originale Fahrzeuge. Da vorne steht der einzig fahrbereite Tiger 2 auf der Welt. Und den werden wir heute auf jeden Fall noch fahren sehen. Und ja, unfassbar voll. Und wir gehen jetzt einmal rein. So. Und ja, es ist richtig, richtig kalt, Leute. So. Und mit mir dabei. Hi, Falk. Hallo Falk und Tim. So, also Leute, das Gute ist ja, dass die Kamera Gimbal stabilisiert ist, weil ich friere richtig toll. So, ich werde mich jetzt erstmal aufwärmen und dann geht das gleich los. Also bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Mein Name ist Random Life und wir befinden uns heute in den Bastogne-Barracks und hinter mir steht ein riesiges Panzerfahrzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, die ISO 152. Ungefähr 47 Tonnen schwer, eine Reichweite von maximal 220 Kilometern und eine unfassbare Kanone. Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch heute erwarten wird. Wir werden uns heute das Event, das NATS-Event anschauen. Und hier war vor über 80 Jahren eine heftige Schlacht in Bastogne. Und das Event, das über 3 Tage geht, erinnert an diese Zeit und heißt NATS-Event. Und warum heißt es NATS-Event? Weil ein Alliierter, ein amerikanischer Soldat gesagt hat, der eine Kapitulationsaufforderung von der deutschen Wehrmacht bekommen hat. Der hat quasi auf diese Kapitulationsfrage NATS geantwortet, was sowas wie Blödsinn oder Dummfug heißt. Und deswegen, das ist in den Herzen und natürlich auch in den Köpfen drin. Und Bastogne war entscheidend für die Alliierten. Ganz wichtig, eine entscheidende Marke, die Deutschen daran zu hindern, die Ardennenoffensive dann auch tatsächlich durchzuführen und zu einem Erfolg zu verhelfen. Und zwar wollten die Deutschen in der Ardennenoffensive zum Antwerpener Hafen, um die Nachschubwege abzuschneiden. Und wir befinden uns heute hier in Bastogne und werden uns alle Schauplätze anschauen und natürlich auch das Treiben und ganz, ganz viele gepanzerte Fahrzeuge. Also herzlich willkommen nochmal und viel Spaß und gute Unterhaltung bei dieser Folge Relikte der Vergangenheit. So, meine Freunde, also ihr seht selber, schau mal nach links und nach rechts. Wir drehen heute unter erschwerten Bedingungen. Also gefühlt werden wir heute kaum an die Exponate drankommen. Und wir gucken mal, dass wir erstmal einen groben Überblick bekommen. Und dafür schmeißen wir uns jetzt einmal ins Getümmel und folgen mir einfach mal. Hier auf der rechten Seite finden wir einen Valentine. Das ist ein leichter Panzer, ungefähr 17 Tonnen und hat auch eine leicht abgeschrägte Panzerung. Das war natürlich dafür da, dass wenn ein Geschoss auf den Panzer trifft, erstmal die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er abprallt. Aber durch die angeschrägte Panzerung war die Panzerung auch tatsächlich stärker, also dicker.
Und hier eine französische 47 mm Kanone. Sie hat einen gezogenen Lauf. Ich weiß nicht, ob du das Detail drauf kriegst. Das war dafür da, dass das Geschoss stabilisiert wurde und man präziser treffen konnte. Früher hatte man Glattrohrkanonen genutzt. Auch heute werden Glattrohrkanonen häufig wieder eingesetzt, weil mittlerweile nicht nur ganz normale Granaten verschossen werden von den Panzern, sondern häufig kommen auch raketenstabilisierte Geschosse zum Einsatz. So. Hier haben wir eine sowjetische CIS-3, um genau zu sein, Kaliber 76,2 mm. Häufig war das so, dass die Deutschen insbesondere in den Anfängen von Barbarossa, also den Feldzug gegen die Russen, gegen die Sowjetunion, viel Beutegeschütze aufgenommen haben. Die Problematik aber war später, man hat ja nicht selber die Munition produziert, sondern man musste auf die Munition zurückgreifen, die man auch erbeutet hatte. Und deswegen konnte man die am Anfang noch einsetzen, aber später, als die Munition zur Neige ging, hatte man natürlich dann Probleme, die Waffen noch einzusetzen und musste die dann zerstören. So, und hier kommen wir zu dem ersten deutschen, nämlich das Sturmgeschütz Ausführung 3. Und wenn ihr euch das Fahrzeug anschaut, dann erkennt ihr, dass die Silhouette relativ schmal aufbaut. Das hatte den Vorteil, dass man die Panzer aus der Entfernung nicht gut aufklären konnte. Und damit hatte man natürlich einen strategischen Vorteil. Und die Bemalung, die Tarnbemalung wurde immer so ausgewählt, dass das Panzerfahrzeug mit der jeweiligen Umgebung verschmolz. Und hier sehen wir einen grauen Anstrich und ja, auf jeden Fall damals eine Meisterleistung der deutschen Industrie. So, in den ganzen Videos, in den ganzen Dokumentationen, die ihr kennt, werden ja meistens nur die Schlachten dargestellt oder die Soldaten. Aber total wichtig war auch, dass Munition und Verpflegung und Nachschub an die Front gebracht wurde. Weil stellt euch vor, wenn der Soldat keine Munition hat oder der Panzer keine Geschosse oder kein Treibstoff, dann bleibt die größte Offensive auch einfach liegen, weil keine Munition und kein Treibstoff mehr da ist. Und hier sehen wir einige amerikanische Fahrzeuge. Und ein ganz spannendes Thema, die Alliierten sind ja in der Normandie angelandet und die sind relativ schnell Richtung Deutschland vorgestoßen, haben Stadt um Stadt, Land um Land befreien können. Und die hatten natürlich genauso wie die Deutschen damals in der Sowjetunion das Problem, dass sie Nachschub heranbringen musste. Und dafür haben sie den sogenannten Red Ball Express ins Leben gerufen. Das war die logistisch größte Herausforderung, Material und Verpflegung an die immer weiter entfernte Front zu bringen. Und das war, wie gesagt, eine logistische Herausforderung. Und das haben die Alliierten auch geschafft. Und das ist höchstwahrscheinlich ein Sherman-Turm. Wir schauen uns das mal an. Wir haben auch hier die Möglichkeit reinzuschauen. Und besonders spannend, der Turm weist Beschussspuren auf. Hier vorne an der zusätzlichen Panzerplatte. Und selbst das Rohr wurde getroffen. Vielleicht kriegst du das drauf, das Detail, von der anderen Seite. Es wird wahrscheinlich ein 2 cm Geschoss gewesen sein. Und ob dieser Panzer im Krieg eingesetzt wurde oder ob es in der Nachkriegszeit vielleicht auf einem Truppenübungsplatz als Hartziel gedient hat, das kann ich heute nicht mit der Sicherheit sagen. Hier haben wir ein überschweres Browning Maschinengewehr, Kaliber 0,5. Und das ist wirklich schon eine bemerkenswerte Waffe. Und damit hat man auch leicht gepanzerte Fahrzeuge eliminieren können. Man konnte hinter Mauern gegnerische Soldaten ausschalten. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist der Turm eines Shermans, denn hier, das habe ich gerade aus dem Augenwinkel gar nicht gesehen, finden wir die Wanne des Shermans mit zusätzlich angebrachten Panzerplatten, damit
der Fahrer und der Bordschütze zusätzlich geschützt waren. Und ich gehe davon aus, dass die restauriert werden. So, das müsste der Sexton sein. Ja, das ist der Sexton. Es gab 2 mobile Selbstfahrlafetten, die sehr bekannt waren. Das war einmal der Priest und das war der Sexton. Hier finden wir den amerikanischen Sexton wieder. Und auch der wird derzeit renoviert. Und man stand damals vor der Herausforderung, wie bekommt man die Artillerie bei den mechanisierten Einsatztruppen schnell nachgezogen. Stellt euch vor, man hat eine klassische Artillerie, die wird natürlich von einem LKW zum Beispiel gezogen, muss abgebaut, aufgebaut werden. Das ist relativ umfangreich und die Lösung war tatsächlich eine fahrende Selbstfahrlafette, sprich eine Artillerie auf einem Gestell. Und damit hatte man die Möglichkeit, mit der mechanisierten Einheit dann auch an der Front zu sein. Und hier finden wir noch die originale Bemalung drauf. Schemenhaft leider nur noch. Und eine Besonderheit an diesem Sexton oder generell an den Selbstfahrlafetten, die waren oben offen. Damit waren sie natürlich ein leichtes Ziel für die Infanterie. Bedeutet, wenn man das Glück hatte, an so eine Selbstfahrlafette dran zu kommen, dann konnte man mit einem gezielten Wurf einer Granate oben die Besatzung ausschalten. Und das geht natürlich bei einem normalen Panzer nicht. Also von daher, die Leute haben nicht unbedingt sicher gelebt, aber grundsätzlich ist ein Panzer natürlich sowieso ein fahrender Sarg. Das müsste ein Crocodile sein. Ein sehr spannendes Fahrzeug, wie ich finde. Alleine die Optik ist komplett anders als die Panzer, die man von den Amerikanern sieht, wie hier zum Beispiel ein neues Modell von dem Sherman mit der großen Kanone schon dabei, Kampfwert gesteigert. Oder den deutschen Panzer wie Panzer IV etc. Also das ist wirklich ein komplett anderes Konzept. Und den gab es in verschiedenen Ausführungen. Es gab welche mit einem Mörser vorne dran, es gab welche mit Flammenwerfer und dieses Modell mit der wahrscheinlich 7,5 cm Kanone. So, wir bleiben bei den Briten. Das ist der britische Cromwell-Panzer. Und man sieht, die Briten haben auf jeden Fall anders gebaut als die anderen Mächte. Sie sehen auf jeden Fall komplett anders aus. Und wir haben sogar die Möglichkeit reinzuschauen. So, Falk, schau mal hier. Hier haben wir die Möglichkeit, einmal reinzuschauen. Also hier hatte man auf jeden Fall deutlich mehr Platz. Die anderen Panzer hatten ja eine geschrägte Panzerung. Hier ist es relativ auf 90 Grad, also mindestens mal die Frontpanzerung. Und dadurch hat man natürlich viel mehr Platz. Ihr kennt das vielleicht, derjenige, der eine Dachschräge hat, der hat auch weniger Platz als derjenige, der eine ganz normale Wohnung hat. So, das müsste der Sherman Firefly sein. M4A1. Und das war der meistgebauteste Panzer im Zweiten Weltkrieg. Ungefähr 80.000 Stück gab es davon, in Summe mit allen Ausführungen. Und auch hier wieder typisch für dieses Modell, oben Kaliber 50 Browning Maschinengewehr. Und Bad News. Also wenn du den gesehen hast mit der Kampfwertsteigerung, dann hatten auch die späten deutschen Panzer echt ein Problem. Aber man nannte sie auch Tommykocher, weil ein gezielter Treffer, die Panzerung ist relativ dünn, insbesondere hier vorne unten bei den Ketten, ein gezielter Treffer und dann ging das Ding in Feuer auf. Und
Ja, die GIs, die da drin waren, die haben dann natürlich nicht überlebt. Aus so einer Blechbüchse rauszukommen, ist natürlich auch nicht einfach. So, es musste natürlich auch immer aufgeklärt werden. Also grundsätzlich gab es natürlich nicht nur die ganz großen Schlachten wie in Kursk zum Beispiel oder in Overloon, sondern es gab natürlich auch kleine Scharmützel zwischen kleineren Einheiten. Und damit der Kommandant alle Informationen hatte, musste natürlich aufgeklärt werden. Und das hat man unter anderem mit solchen Scout-Fahrzeugen gemacht. Die konnten aufgrund ihrer Geschwindigkeit und ihrer Geländegängigkeit sehr schnell an einen Waldesrand zum Beispiel fahren, den Feind aufklären und wenn sie entdeckt wurden, aufgrund ihrer Geschwindigkeit auch schnell wieder entkommen und hatten in der Regel auch eine starke Funkversorgung mit dabei, um auch Befehle zu übermitteln, direkt. Und vielleicht sehen wir das noch, vielleicht habe ich auch noch alte Bilder für euch. Diese Scout-Fahrzeuge wurden insbesondere im Wüstenkrieg komplett aufgebaut mit ganz vielen Maschinengewehren. Überall waren Panzerfäuste dabei. Und die sind dann überfallartig in die deutschen Linien eingebrochen, haben Unruhe gestiftet, ganz viele Wehrmachtssoldaten umgebracht und sind dann meist ohne starke Verluste auch wieder rausgefahren, als ob nichts gewesen war. SAS-Einheiten waren das. Und ihr seht, also hier finden wir extrem viele, auch seltene Fahrzeuge hier. Das zum Beispiel habe ich noch nie gesehen. Das ist der Lloyd Carrier, insbesondere die Briten. Und das Fahrzeug ist auch mit von den Briten gebaut worden. Und dieses Fahrzeug konnte tatsächlich auch auf Schienen fahren. Auch hier wieder ein Scout-Fahrzeug. Schon mit einer stärkeren Kanone. Und hier kommen wir tatsächlich zu den größeren Fahrzeugen. Und hier ist der M24 Chaffee. Wir versuchen mal für euch einen guten Blick drauf zu bekommen. Relativ leichter Panzer, relativ leichte Panzerung auch. Dadurch war er natürlich schnell und flexibel einsetzbar und hatte trotzdem eine potente Kanone. Konnte aber den deutschen Panzer, den späten deutschen Panzer mit der Kanone nur aus sehr, sehr geringer Entfernung überhaupt gefährlich werden. Und vielleicht können wir hier auch einen Blick reinwerfen. Und Falk, schau mal hier. Im Kampf, von hier am besten, im Kampf war es ja so, dass die Luken geschlossen waren. Während der Fahrt, um Truppen zu bewegen, waren die ja geöffnet und die sind oben mitgefahren. Aber wenn es wirklich gefährlich wurde, dann hat man die Luken geschlossen und man hatte sogenannte Winkelspiegel. Selbst wenn ein Scharfschütze oben hier in den Spiegel reingeschossen hätte, dann ist das so, dass über diesen Spiegel der Schuss nicht in das Auge oder in den Kopf von den Fahrer oder in dem Fall den Bordschützen eindringt. Also man hat hier ungefähr 25, knappe 30 Zentimeter Unterschied. Bedeutet also, dem passiert nichts. Der kann natürlich nur nichts mehr sehen. Und das war auch immer ganz wichtig. Die Panzer sind ja nicht nur in Deutschland zum Beispiel eingesetzt worden, sondern es gab ja auch den Wüstenkrieg. Und deswegen war es wichtig, dass man hier für Belüftung sorgen konnte. Und gab ja noch keine Klimaanlagen, so wie in den heutigen Panzern. Und ihr müsst euch vorstellen, das Ding besteht ja komplett aus Stahl. Und in der Wüste ist es bis zu 50 Grad heiß. Bedeutet, der Panzer plus nochmal den Motor, der heizt sich ja so sehr auf, dass die Leute da drin quasi fast gekocht werden. Und deswegen war es so wichtig, dass man auch Frischluft reinlassen konnte. Und wir haben ja schon einige Fahrzeuge mal fahren sehen und ich hoffe, wir werden in den nächsten 2 Tagen weitere Fahrzeuge fahren sehen. Ich hatte nicht geglaubt, dass die Panzer so leise sind. Also glaubt man gar nicht. Wenn man sich alte Autos zum Beispiel anhört, die sind ja richtig laut, aber Panzer sind relativ leise. So, und ich sagte ja schon, es wird immer größer. Wir schlängeln uns hier mal durch.
M26 Pershing, meine Freunde. Es gab zwei große Panzer, einmal den Patton-Panzer und den Pershing-Panzer. Warum hat man das gemacht? Man hat hier 80.000 Shermans, aber die kamen tatsächlich nicht mehr hinterher, als es den Panther-Panzer gab, später den Tiger-Panzer. Auch wenn es in der deutlichen Überzahl war, diese Sherman-Panzer, hatten die Deutschen eine Strategie erarbeitet, wie man einen großen Verband von Shermans abschießen konnte. Insbesondere auch im Hütgenwald hatte man ja nur eine Versorgungsstraße, wo dann die gesamten Panzer langgefahren sind. Und der Panzerkommandant, der freie Schussfeld auf diese Kolonne hatte, hat sich erst das erste Fahrzeug geschnappt und dann das letzte Fahrzeug. Und dann war die Straße blockiert und die konnten nicht mehr weiter. Und dann war es eigentlich nur noch Tontaubenschießen. Und je stärker ein Panzer ist, desto unwahrscheinlicher ist es natürlich, dass man mit dem ersten oder zweiten Treffer den Panzer ausschaltet. Und deswegen haben auch die Alliierten, sprich die Amerikaner, später größere Panzer gebaut. Wie gesagt, zwei sind herausragend, das ist der Pershing und das ist der Patton-Panzer. Und hier seht ihr schon alleine an dem Durchmesser der Kanone, dass der natürlich auch locker mal einen Panther oder einen Tiger knacken kann. Und auch hier, wir sehen die massive Panzerung. Man kann schon richtig erahnen, dass da nicht so schnell was durchkommt. Vorne immer ein Kaliber 50 Browning Maschinengewehr, obendrauf normalerweise auch, hier in dem Fall nicht. Und vielleicht kriegen wir auch noch mal einen Detailblick auf die Ketten, denn hier ist eine Besonderheit, die Shermans waren hier extrem dünnwandig gepanzert und da hat man natürlich daraus gelernt und hat hier deutlich stärkere Panzerung eingebaut. Und ja, das ist einfach, wenn man sich das mal anschaut, der ist einfach schon gigantisch. Ich bin 1,81, das geht hier locker noch mal 1,5 Meter hoch. Also da sind wir irgendwie bei 3,50, 3,70 wahrscheinlich. Und die kommen natürlich auch nicht überall durch. Ne? Also da war das tatsächlich auch ein Thema mit Brücken. Sprich Verlegung war natürlich immer schwieriger. Und ihr müsst euch vorstellen, je schwerer so ein Panzer ist, desto mehr Treibstoff benötigt er natürlich auch. Und deswegen war es umso wichtiger, dass die Treibstoffnachführung gesichert war. Und die Deutschen hatten insbesondere zum Ende des Krieges ein Riesenproblem damit. Die Frontlinien waren überdehnt, Nachschub wurde durch Partisanen gestört. Und Deutschland hat ja auch keine eigenen Ölreserven, hat ja auch in der gesamten Zeit des Krieges aus Kohle Öl gewonnen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das kann man über ein Hydrierverfahren machen. Und die haben aber niemals wirklich dieses Treibstoffproblem lösen können. So, und hier finden wir verschiedene Minen. Die Deutschen hatten ja zwei ganz besondere. Einmal die S-Springmine. Müsst ihr euch vorstellen, die wurde vergraben. Und wenn man draufgetreten ist, dann sprang die ungefähr auf eine Höhe von 1 Meter, 1,50 Meter und detonierte. Und die war gar nicht dafür gedacht, dass die Menschen umbringt, sondern dass die maximal dem Menschen Verwundungen zuführt, damit weitere Soldaten gebunden sind. Stellt euch vor, jemand stirbt, okay. Aber wenn jemand verletzt ist, dann versucht man denen ja zu helfen. Und im Zweifel muss er durch 2, 3 Menschen oder Soldaten getragen werden. Man hat ja zum Ende des Krieges die Pioniere, die hatten ein Sondersuchgerät für die Minenortung. Und deswegen haben die Deutschen sich viele Dinge einfallen lassen. Und eins davon war die sogenannte Glasmine. Die konnte man mit einem Metalldetektor dann nicht mehr orten. Und hier finden wir tatsächlich so eine Springmine. Das ist nicht die deutsche, aber die kommt dem schon sehr, sehr nah hier. Die springt dann einmal, also ist ähnlich, nicht genau, aber ganz grob sieht sie so aus. Und hier da an der Wand, das habe ich noch gar nicht gesehen, in Elsdorf, das ist ganz nah bei Köln, da wo ich herkomme, gab es eines Pershing gegen einen Tiger. Und wir schauen mal, ob wir sehen können, was wir da gesehen haben. Also sie waren 100 Meter entfernt und sie standen sich Auge in Auge. Und der Tiger fuhr rückwärts und crashte in ein Haus. Dann war der Motor defekt und die Deutschen haben das Vehikel verlassen, also den Panzer verlassen. Das bedeutet, im Zweifel hat der Pershing dann auch die Schlacht für sich entscheiden können. Für die Offiziere oder für wichtige Menschen, manchmal auch für
für die eigenen Männer, die dann in Gefangenschaft gekommen sind von der Militärpolizei. Oh, habe ich noch nie gesehen. M22 Low-Cast. Ungefähr 7 Tonnen schwer, 3-Mann Besatzung, Reichweite 220 Kilometer und ein 37 mm Kanone. Und da sehen wir tatsächlich auch, so ein Turm ist ja drehbar und wie es in einem Panzer aussieht, wo der Turm dann drehbar ist. Auch eine sehr flach aufbauende Silhouette, leichter Panzer, schnell, konnte gut transportiert werden, aber hatte natürlich dann keine Chancen gegen größere Panzer oder auch Panzerabwehrkanonen. So, hier finden wir eine Ausstellung von Waffen, die für die Panzerabwehr war. Darunter ein Panzerschreck, eine Bazooka kann ich, glaube ich, erkennen. Eine Piat finde ich da unten. Dann wird wahrscheinlich auch ein Panzerabwehrgewehr dabei sein. Und das rechte, das kann ich nicht erkennen, das kenne ich tatsächlich nicht. Und ihr müsst euch vorstellen, in urbanen Gelände, sprich in Städten, war es ja so, dass die Panzer, die großen Panzer, ihre Kraft gar nicht ausspielen konnten, weil sie im Nachteil waren. Und deswegen hatten tatsächlich die Infanterie eine gute Chance, mit solchen Panzerabwehrwaffen, die immerhin auf 25, 50 Meter solche großen Panzer durchschlagen konnten, dann auch auszuschalten. Und jeder, der den Film Der Untergang gesehen hat, der kennt vielleicht die Endszene, wo der kleine Hitlerjunge mit einem Panzerschreck auf einen sowjetischen Panzer zuläuft, angehalten wird und ja, derjenige, der ihn anhält, der wird dann in den Kopf getroffen und ja, der kommt dann tatsächlich noch zur Besinnung. Und also ein spannender Film, kann ich nur jedem empfehlen. So, und hier finden wir tatsächlich diesen Panzerschreck, der in dem Film vorgekommen ist. Und es gab so kleine Anleitungsbücher, wo der Zivilbevölkerung erklärt wurde für den Volkssturm, wie man die einsetzt. Und man muss sich einfach mal vorstellen, wie klein die Projektile sind und die können trotzdem 30, 40 cm Panzerstahl durchbohren. Für größere Entfernungen hat man natürlich Panzerabwehrkanonen genommen. Hier zum Beispiel eine deutsche Pak 38, gab nach die Pak 40, die sehen wir vielleicht auch noch. Das war schon eine der größeren Panzerabwehrkanonen, die auf wirklich 1,1, 1,3 Kilometer noch große Panzerstahl durchbrechen konnten. So, Panzerabwehrkanonen gab es natürlich auf allen Seiten. Das dürfte hier was Britisches sein. Tatsächlich ist die 6,5er MK3 für die Airborne. Die hatte einen relativ kleinen Schild, war relativ leicht zu transportieren und wurde halt von den Airborne Rangern eingesetzt. Und das müsste wieder was Deutsches sein. Ist zwar eine deutsche, aber ich glaube polnische Produktion. Puschka, genau. Sowjetisch. Also ist auf jeden Fall ein Beutegeschütz, weil das ist auf jeden Fall ein deutscher Pak. Aber hier hat man die vielleicht nachgebaut oder sie war ja zum Anfang des Krieges, haben die Deutschen und die Sowjetunion ja zusammengearbeitet und sie haben ja gemeinsam einen Plan ausgearbeitet, wie man Polen einnimmt und teilen konnte. Und dann war es ja im Nachgang so, dass Deutschland dann den Fall Barbarossa ausgerufen hat und Russland dann überwältigt hat. Und deswegen gehe ich davon aus, ohne es zu wissen, dass man die deutsche, genau, die 4,5 cm 53 K-Gun Model 37, also wie gesagt ganz früh im Krieg, war die einfache Evolution des Modells 19K, in turn based on a German piece made by Rheinmetall. Also tatsächlich ein deutsches Produkt, welches von der Sowjetunion dann übernommen wurde und dann unter dem Namen Puschka
gebaut wurde. Hier haben wir den Little John, kampfwertgesteigerter Sherman. Nochmal. Transportfahrzeuge für Infanterie. So, und das, Leute, ich kenne es von den Millitracks. Das, Leute, ist auf jeden Fall ein sehr imposantes Fahrzeug, um Fahrzeuge zu bewegen und zu verlegen. Und schaut euch einfach mal dieses Größenverhältnis an. Das ist einfach unvorstellbar. Hier können noch zusätzlich Soldaten, Infanterie aufsitzen, gepanzert. Und es ist einfach riesengroß. Und das kann tatsächlich auch die schwersten Panzer oder Artillerie tragen. Und an so Fahrzeugen ist natürlich alles groß. Von Kupplungsscheibe über Zahnräder, Pleuelstange. Es ist einfach alles riesengroß. Und das Fahrzeug heißt M26 Pacific Dragon Wagon. Also kam wahrscheinlich relativ spät zum Einsatz. Schauen, ob wir ein Datum haben. 43 bis 45. Und schaut mal hier, ganz interessant, man hat hier vorne einen Mörser aufgebaut, um einfach Steilfeuer zu geben, um zum Beispiel Gräben auszuheben. Direkt auf das Panzerfahrzeug aufgebracht. Pass auf. Danke. Sherman M32B1 TRV. Und wie ihr vielleicht schon wahrgenommen habt, es gibt keine Kanone, die ist gewichen für diesen Ausleger, für diesen Kranausleger, um Dinge zu bergen, um Dinge aufzubauen, um Motoren aus einem Panzer auszubauen. Konnte sehr vielseitig eingesetzt werden und hatte den Vorteil, dass es halt sehr stark gepanzert war und dadurch auf dem Schlachtfeld sehr stark geschützt war. So Leute, hier für die amphibische Invasion finden wir ein Landing Craft, wurde besetzt mit Soldaten. Man sagte auch Ugly Duck dazu, weil es eigentlich so ein bisschen aussieht wie eine Ente, so eine hässliche Ente. Und hier vorne war der Fahrstand und konnte auf der Straße bis zu 80 km/h schnell fahren. Und mein Traum ist es immer noch, mit so einem Ding mal mitzufahren. Also wenn ihr so ein Ding zu Hause habt, Leute, sagt mir Bescheid. Ich komme gerne mit meinem Team vorbei, mache mal ein schönes Video und fahren dann ein bisschen auf dem Rhein oder so. So, und was natürlich ganz wichtig war, Leute, war natürlich Kommunikation. Insbesondere zum Anfang des Krieges hatten die Deutschen einen riesengroßen Vorteil gegenüber den sowjetischen Soldaten, denn die Deutschen hatten insbesondere bei dem Fall Barbarossa, wo die Deutschen nach Russland einmarschiert waren, den Panzer I und Panzer II zur Verfügung. Und dann kam relativ schnell der T-34 und der T-34 war den Deutschen haushoch überlegen und man war sehr stark im Nachteil. Der Vorteil der Deutschen war allerdings, dass sie besser abgestimmt waren, was Kommunikation angeht. Jeder Panzer hatte ein Funkgerät. Bei den Russen war es so, dass nur der Kommandopanzer ein Funkgerät hatte. Und dadurch hatten die Deutschen, die eigentlich im Nachteil waren, einen Vorteil, den sie nutzen konnten und hatten trotz dem Nachteil der schwächeren Panzer die Möglichkeit, Geländegewinne zu machen. Und ja, das Resultat war, man hat dann schnell den Panzer III aufgewertet, Panzer IV kam dann, Pantherpanzer, Tigerpanzer, aber da sind wir dann schon relativ weit am Ende. So, und jetzt wird es gerade ein bisschen voll. Wir gucken mal, dass wir einmal hier den B-Roll drüber kriegen, über die Funkgeräte. Und ich werde mich jetzt einfach gleich... Okay, das ist gleich zu Ende. Ja, das schaffen wir noch. Also, wie gesagt, Funktechnik total wichtig. Wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Materie einsteigen, aber eine B-Roll erlauben wir dem Thema auf jeden Fall. Und eine spannende Sache, bevor wir uns zu dem M3 Grand vorwagen,
möchte ich euch noch geben. Das Thema Kommunikation war natürlich wichtig, aber stellt euch vor, ihr seid bei dem Alliierten, bei der amerikanischen Armee und ihr könnt jeden Funkspruch der Deutschen abfangen und wisst dann, welche Truppen verlegt werden, was gerade das Problem ist, ob Nachschub fehlt und so weiter und so fort. Und deswegen haben die Deutschen relativ früh, auch vor dem Krieg schon, eine Enigma-Chiffriermaschine entwickelt. Und die hat tatsächlich über ein Walzensystem die Nachrichten so verschlüsselt, dass der Abhörer, der Geheimdienst zum Beispiel, nicht diese Botschaft entschlüsseln konnte. Der Nachteil allerdings, in dem U-Boot-Krieg gab es ein U-Boot, welches eigentlich hätte versenkt werden sollen. Die Deutschen sind aufgetaucht und normalerweise sprengt man das U-Boot, damit es schnell untergeht. Aber das war halt so stark beschädigt, dass die Besatzung davon ausgegangen ist, dass es sowieso untergeht. Die haben die schnell gerettet und die Alliierten haben quasi 4, 5 Leute reingeschickt und konnten eine Enigma-Chiffriermaschine inklusive der Unterlagen dann auch mitnehmen und dadurch hatten sie dann Zugriff auf die verschlüsselten Nachrichten der Deutschen und waren über jegliche Truppenbewegung auch informiert. Und das war natürlich ein entscheidender Nachteil. Und ein sehr spannender Panzer, den sehen wir hier, das ist der M3 Grand und ihr seht schon relativ schnell, das ist ein Konzept, welches man so bei den normalen Panzern nicht sieht. Wir haben nämlich 2 Kanonen. Hier vorne im Bug haben wir eine Kanone, die ist sehr stark, die konnte im Stehen quasi von dem Gunner bedient werden. Und wir finden obendrauf nochmal eine etwas schwächere Kanone, die natürlich dadurch eine höhere Feuerkadenz hatte. Und das Konzept hat sich aber langfristig nicht durchgesetzt, wie ihr sicherlich wisst. Weitere Scout-Fahrzeuge der Briten. Und auch hier seht ihr wieder, dass die Briten definitiv anders bauen als alle anderen Nationen. Großer Mörser hier, das ist wahrscheinlich auch den größten Mörser, den man noch transportieren kann. Und ihr müsst euch vorstellen, also, das kann man nur zu zweit oder zu dritt tragen. So eine Mörsermannschaft bestand wahrscheinlich hier aus mindestens mal 5 Personen. Ich gucke mal, ob ich das sehen kann. Leider nicht, aber mindestens mal 4 Personen, 5. So, noch ein Scout-Fahrzeug. Und wahrscheinlich hier so ein Funk. Hier haben wir ein Reparaturfahrzeug mit einer eigenen Werkstatt drin. Vielleicht kannst du einmal durchleuchten. Ja. Nee, ist tatsächlich Telekommunikation. Ich revidiere. Also war für Funk. So, und ich glaube, wir starten oder wir enden da, wo wir gestartet sind, weil die ISO 152, die haben wir noch nicht so wirklich drauf, oder? Ja, das ist auf jeden Fall ein überschwerer Panzer, wie ihr seht. Und ja, ich hatte ja gerade schon ein paar Specs zu dem Fahrzeug genannt. 152 Zentimeter. Der Millimeterkanone, Reichweite 220 Kilometer, Panzerung bis 12 Zentimeter und Baujahr 43 bis 47, wurde also nach dem Krieg auch noch genutzt und konnte auf der Straße bis zu 37 km/h fahren. Und hier, ihr seht es gerade in dem größten Vergleich, die Leute konnten tatsächlich die Kanone im Stehen bedienen. Und toller Zustand, selbst die Decals sind noch da. Wurde von hinten beladen übrigens, also aufmunitioniert. Zusatztanks hatten die russischen Panzer immer. Die russische Steppe ist ja weitläufig und deswegen hat man da schon auf Zusatzbetankungen gesetzt. Und hier können wir tatsächlich hinten in den Motor reinschauen. Das sind die Service- oder die Revisionsklappen. Und hier sehen wir zum Beispiel auf der linken Seite das Getriebe und hier, ja, es ist beides das Getriebe. Man konnte das auch komplett rausnehmen, aber das waren die Schnellwartungsklappen. Rücklicht. Und warum der Baumstamm da ist, kann ich euch noch nicht mal sagen.
Vielleicht, wenn er sich irgendwie festgefahren hat oder so. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, warum dieser Panzer einen Baumstamm dabei hatte. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und hier auch, die Russen hatten eigene überschwere Maschinengewehre und auch ähnlich wie das Browning eine enorme Durchschlagskraft. Und insbesondere wurde der Panzer eingesetzt in der Schlacht von Kursk. Und da könnt ihr euch vorstellen, das hat richtig gerumst, als der eingesetzt wurde. So, und jetzt haben wir, Achtung hinter dir, und jetzt haben wir noch ein Exponat, was ich euch unbedingt zeigen möchte. Das ist schon aufgebaut als Diorama. Und hier finden wir einen französischen Renault, einen Carrier, so wie die Engländer den Brand Carrier hatten die Franzosen natürlich auch ein vergleichbares Modell. Und das hier hat sogar noch ein Maschinengewehr. Allerdings Beutefahrzeug. Wir sehen es an dem deutschen Balkenkreuz. Deutsche Flak, Fliegerabwehrkanone 2 cm. Und ich habe mal versucht, man bedient das ja manuell. Man hat mit der einen Hand die Höhe, mit der anderen die Seite. Und das ist gar nicht so einfach, das zu koordinieren. So, meine Freunde. Und ich hoffe, dass es bisher, also dass das Video bisher gefallen hat. Wir werden jetzt uns einmal überlegen, wo wir hingehen, weil ich glaube, so langsam müsste auch der Tiger 2 Motor gleich gestartet werden. Und ich glaube, dass es hier draußen noch ganz, ganz viel zu sehen gibt. Also freut euch auf jeden Fall auf gleich. Boah. Ja. So, meine Freunde, also Szenenwechsel. Wir sind jetzt draußen angekommen und hier vorne finden wir tatsächlich nicht nur Fahrzeuge aus der Zeit der Weltkriege, nein, auch modernes Militärgerät finden wir. Und eins möchte ich euch unbedingt mal zeigen. Kommt mal mit. Also die Fahrzeuge werden nicht nur seit Transformer und den ganzen Film immer futuristischer. Nein, auch in der realen Wirklichkeit gibt es Fahrzeuge, die sind einfach von einem anderen Planeten. Das ist der Cockerill iX und schaut mal, komplett gepanzert und natürlich extrem geländegängig. Und vorne sind Kameras eingebaut, nochmal zusätzliche Scheinwerfer für die Gefechtsfeldbeleuchtung im Nahbereich und natürlich gepanzerte Scheiben. Modernste Kommunikationsmöglichkeiten und das Ding sieht einfach geil aus, oder? Hinten ein durchgehender Heckscheinwerfer, wie das bei modernen Autos so üblich ist. Und obendrauf finden wir eine Schnellfeuerkanone. Und vielleicht haben wir ja gleich die Möglichkeit, auch mal hier reinzugehen. Okay, die Leute essen gerade, lassen wir sie einmal essen. So Leute, und jetzt das absolute Highlight des Tages, der einzig fahrbereite Tiger 2 weltweit. Der steht hier, kommt aus dem Panzermuseum Saumur in Frankreich, sind roundabout 600 Kilometer, die der Panzer jetzt gemacht hat. Und ich erzähle euch jetzt ein Geheimnis. Es wird das letzte Mal für die nächsten 3 bis 4 Jahre sein, dass dieser Panzer noch fährt, denn er bekommt eine große Revision. Und schaut mal hier, wie gesagt, das letzte fahrbereite Modell weltweit. Und wir hatten ja schon die Gelegenheit, den Panzer am D-Day zu sehen. Leider hatte er dort einen Getriebeschaden und konnte dann nicht weiterfahren. Wir konnten nur den Motor hören. Und ich hoffe, dass wir heute die Möglichkeit haben, dieses Fahrzeug in Aktion zu sehen. Schaut euch das mal an. Die riesige 8,8 cm Kanone, die auch in der Flak 8.8 eingesetzt wurde. Zimmeritbeschichtung gegen Haftminen. Das hier wird der Falk sicherlich gleich noch mal die Details zeigen. Zum Abschleppen die Abschleppösen. Und der Zustand ist wirklich atemberaubend. Da hat das Panzermuseum Saumur beste Arbeit geleistet. Selbst die Beschlagteile wie Abschlepphaken und so weiter sind hier vorhanden. Und der Zustand ist wirklich top. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit das kostet, den fahrbereit zu halten. Weil es gibt ja auch keine Ersatzteile mehr.
Muss also alles hergestellt werden, extra für das Panzermodell. Und das ist wirklich eine Meisterleistung. Und der wurde tatsächlich auch in den Kämpfen eingesetzt. Wir finden hier vorne an der Kanone einige Beschussspuren. Und ihr seht selber hier im Umfeld, das ist definitiv das Highlight von dem Nazi-Event. Also den mal so aus der Nähe zu sehen. Im D-Day hatten wir leider nicht die Möglichkeit, so nah ranzukommen, weil die waren natürlich genervt, weil er gerade repariert wurde. Aber hier ist er tatsächlich fahrbereit, meine Freunde. So Leute, der Zeitpunkt ist gekommen. Der Motor vom Tiger 2 wird jetzt gestartet. Es ist der einzig noch funktionierende Tiger 2 weltweit. Und ich habe mich tatsächlich vertan. Nicht der Tiger 2 wird restauriert und startet für mehrere Jahre nicht mehr. Es ist der Tiger 1. Und der Motor befindet sich derzeit in der Aufarbeitung in der Panzerfarm in Polen. Also ich muss mich da einmal korrigieren. Der Panzer ist auf jeden Fall fahrbereit und wird es auch noch eine ganze Zeit bleiben. Und jetzt warten wir auf den Moment, ihr hört es schon im Hintergrund, dass der Motor gleich gestartet wird und dann fällt der Panzer hier runter. Also das wird auf jeden Fall ein Highlight. So Leute, nur noch wenige Sekunden. The beast has started the engine. Oh, Motor abgewürgt. So, da unten wird noch einer gestartet. Oh, ein russischer. So, aber wir bleiben hier stehen, Leute. Wir lassen uns nicht ablenken. So, Eloise vom Panzermuseum Saumur in Frankreich. Das Besatzungsmitglied heute. Die beiden in den Luken oben kann ich leider nicht erkennen. Und den Fahrer habe ich bis jetzt auch noch nicht kennengelernt. Er setzt sich in Bewegung. Und für viele sicherlich das erste Mal, so einen Panzer in Aktion zu sehen. Und ich hoffe, Falk hat einen guten Blick. Ja, er hat einen guten Blick. Schaut euch dieses Schlachtschiff an, Leute. Ich habe aus der Entfernung echt Probleme, es drauf zu bekommen. Es ist einfach unvorstellbar, dieses Ding in Aktion zu sehen. Und dann auch noch aus der Entfernung. Und die ganzen Leute laufen hinterher. Unglaublich, Leute. Es ist einfach unvorstellbar. Wie leise der ist, Leute.
Leute, jetzt heißt es schnell sein. Jetzt heißt das wirklich schnell sein, dass wir den auch hier unten erwischen. Von da oben hat man natürlich auch einen guten Blick, aber wir versuchen den natürlich von ganz nahem zu erkennen. Schaut mal hier, großes Schatzmodell. So, wir sind auf jeden Fall schnell genug gewesen. Ich kann ihn noch nicht sehen. So, das ist der Entfernung, das sind ungefähr 80 Dezibel. Zum Vergleich, ein Startender Düsenjet hat ungefähr 116, 120, ganz grob. Boah Leute, gut, dass wir das hier noch drauf haben. Der hat gerade Gas gegeben und hat einmal kurz frei gebrannt. Mal gucken, ob er das nochmal macht. Krass. So, wir überlegen doch mal noch die Location zu wechseln. So, wir werden nochmal die Location. Ah! Tim ist auch da. Falk ist wahrscheinlich oben, ne? So, verschiedene Schulfahrzeuge, ein Bergepanzer, modern. Dann hier Sherman-Panzer. The beast has started the engine. Wie leise der ist, Leute. Unfassbar. Es ist unfassbar laut.
da wird er jetzt geparkt. So, meine Freunde, wir haben uns getrennt. Unten sind die meisten Leute gerade noch bei den Panzern und wir nutzen jetzt mal die Gelegenheit, uns hier den Bereich der Feldartillerie anzuschauen. So, und wir kommen rein und sehen direkt die Pak 40, die schwere Pak 40, die größte, könnte sogar die Pak 38 sein. Ich muss mal gleich gucken von vorne. Pak 40, ganz genau. Das war damals die schwerste Kanone der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Und dahinter finden wir ein Flugabwehrgeschütz, wahrscheinlich 3,7. Kannst du aus der Entfernung nicht erkennen. Und hier finden wir den sogenannten Hetzer, Jagdpanzer 38T auch genannt, in einem wunderschönen Zustand. Auch flach aufbauende Silhouette. Und die Idee, die ich hatte, hatten auf jeden Fall jetzt einige. Schaut mal, es füllt sich gerade. Willys Jeep, immer wieder gern gesehen. Waren mal richtig günstig, heutzutage kaum noch zu bezahlen. Und hier hat man ein Feldlazarett aufgebaut, Leute. Schaut mal, eine Decke von 1944, mobiles Klo, ein Kühlschrank. Und hier vorne, der Kollege wird gleich operiert, der arme Kerl. Ja, und im Museum 101. Airborne Ranger Division gibt es im Kellerbereich auch ganz viele Dioramen, wo auch schreckliche Verwundungen dargestellt werden. Ich blende euch das jetzt mal ein. Also das ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert, kann ich jedem nur ans Herz legen. Und hier finden wir den Sherman M4 Howitzer, 105 mm Kanone, auch Kampfwert gesteigert, kurze Stummelkanone, und das sind die Geschosse, die verschossen haben damals. Und konnte auch eine Anhängerlast transportiert werden. Hier nochmal Geschoss von nahen. Ein Transporter. Verschiedene Maschinengewehre. Browning. So, da geht es sogar noch weiter. Hier ist Kids Area, da können wir nicht filmen. Aber schaut mal hier. Das ist doch unglaublich. Sogar noch mit dem Funk. Das sind 4 Browning zusammen. Die war für die Flugabwehr. Aber man hat die auch gerne mal gegen Infanterie oder leicht gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt. Hier nochmal ein Sherman. Auch Kampfwert gesteigert. Da hinten die deutsche 8.8.
Der Sherman hat übrigens eine 76 mm Kanone. Und das ist wirklich bemerkenswert. Die 8.8 auf fahrbarer Lafette und ein Tiger 3. 4, Entschuldigung. Tiger 4. Und der baut schon relativ groß auf. Ich versuche den mal drauf zu kriegen. Jetzt geht's gerade. Schaut euch das mal an. Wirklich in einem exzellenten Zustand. Hinten noch den Schutz gegen panzerbrechende Geschosse aus einem Gewehr. Dann geraten die Geschosse ins Taumeln und dringen dann nicht in die Panzerung ein. So, und ich weiß jetzt, was Falk meint. Unter den Umständen ist es definitiv schwer zu filmen. Und ja, einmal, dass die Leute natürlich nicht dauernd ins Bild laufen, aber dass man die Leute auch selber nicht anrempelt. Also es ist auf jeden Fall herausfordernd, weil die ja auch alle schauen. Die wollen ja alles sehen. Und dann ist man natürlich so ein bisschen im Tunnelblick. Ich kenne das nur zu gut. So, und ich glaube, schaut mal hier, zusätzliche Sandsäcke vorne aufgebracht als zusätzlichen Schutz. Wie gesagt, 76 mm Kanone hier. Und die konnte tatsächlich den deutschen Panzern auch gefährlich werden. So, wir gucken uns gleich da oben einmal an. Also auf jeden Fall selten hier mit der Howitzer. Und wir gehen jetzt in die nächste Halle. So, was haben wir hier? Film wahrscheinlich. Oh mein Gott, Leute, ich sehe schon, es ist crazy crank. Hier haben wir wieder diesen Pacific Dragon. Nee, doch nicht. Das ist, wahrscheinlich ein Scout Car, ich kann es noch nicht genau erkennen. Mit einer britischen Kanone. Ich glaube, wir können hier nicht durch. So, und jetzt haben wir einen ganz guten Blick hier auf das Sonderkraftfahrzeug 7-2 km Halbkette, 3,7 cm, habe ich glaube ich auch gesagt. Ich weiß es allerdings nicht mehr. So, und ich zeige euch einmal das Gefährt. Also von Komfort kann man hier nicht reden, aber dafür war es natürlich tödlich in der Flugabwehr gegen Infanterie und auch gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge. Und wir suchen jetzt mal die anderen. So, schaut mal, Leute. Das hat der Tiger 2 gerade liegen lassen. Und das ist altes Militärgelände. Auf Google Maps ist es komplett verpixelt, weil hier tatsächlich die Panzer restauriert werden. So, wir haben jetzt die Bastogne-Barracks verlassen und ich habe gerade gehört, das war ja vor langer Zeit noch ein Museum, wo man ganz normal reingehen konnte und sich das alles anschauen konnte. Aber mittlerweile ist es komplett von der Armee in Beschlag genommen und man hat nicht mehr die Möglichkeit, das Gelände zu besuchen. Was natürlich sehr, sehr schade ist, Leute. Weil, wo hat man mal die Möglichkeit, so viel Militärgerät aus dem Zweiten Weltkrieg mal vom Nahen zu sehen? Aber hier werden halt auch die aktuellen Modelle restauriert und repariert. Und das ist natürlich ein Thema, das muss natürlich gesichert werden, ne? Also dass man da keine Betriebsspionage durchführt. So, hier haben wir noch verschiedene Panzer, ein Chaffee, Half-Track mit Mortar. Und da hinten ist ein, ich kann es jetzt gerade nicht lesen, ist glaube ich, naja. So Leute, auf diesem Friedhof, ich weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben, liegen die Original Charaktere aus dem Film Band of Brothers. Eine Krankenschwesterin, oder was? Krankenschwesterin und noch eine Person. Das hoffe ich, dass wir gleich noch Zeit haben. Leute, wir sind wieder auf dem Gelände zurück und wir haben hier gerade bestes Licht, um uns drei einmal in den Schatten zu stellen, hätte ich jetzt fast gesagt, in das Licht zu stellen.
Und wir haben nochmal die Möglichkeit, hier für 45 Minuten aufs Gelände zu gehen. Und es sind kaum noch Leute da. Bedeutet, ihr habt jetzt gemeinsam mit uns die Möglichkeit, die Bastogne Barracks nochmal ohne Menschen zu sehen. Also richtig, richtig geil. Und Vercel würde ich jetzt hier runterrennen, aber lieber nicht, ne? Nein. Nein, das war, glaube ich, eindeutig, Leute. Also von daher bis gleich. So, meine Freunde, also da ist das Biest. Mal gucken, ob wir überhaupt rankommen. Und vielleicht ist Eloise noch da. Ich mache mal erstmal die Kamera aus. So, meine Freunde, also das Biest vom Nahen. Ich müsste, glaube ich, meinen Weißabgleich machen. Das ist ja total grün hier drin. Ich bin Michel, ich bin vom französischen Musée des Blindés in Saumur und ich bin Regisseur dort. Wir sind von der Königstiger vom Saumur und heute sind wir in Bastogne für den Nutzweekend. Und welchen Panzer sehen wir heute hier? Wir sehen heute also ein Königstiger. Und der wurde in der Normandie-Schlacht, also von Frankreich wieder abgehoben. Und jetzt ist es ein Museum, also ein Museumfahrzeug. Und das ist der letzte Königtiger in der ganzen Welt, der fährt mit seinem eigenen Motor. Ist das der Originalmotor oder hat man einen anderen nehmen müssen? Das ist ein 80-jähriger alter Maybach-Motor, aber es ist nicht sein Eigenmotor. Und weiß man, wo in der Normandie der Panzer gekämpft hat? Es sind ganz genau zwei Träger. Der Turm, der kommt von der schweren Panzerabteilung 503. Der hat in der Vexin in Normandie geschlachtet und das Fahrgestell kommt von einer anderes, also Schwerpanzerabteilung. Und deswegen haben wir also vom zwei Panzer haben wir eins eigenes gemacht, der würde jetzt ganz genau wieder fahren und wie viele Arbeitsstunden habt ihr dafür aufwenden müssen? Und wie viele Personen, kann man das ungefähr sagen? Das kann ich nicht. Also heute, dass der wieder fahren kann, da haben wir im Museum vier Mechaniker. Und es ist ja auch alles schwer an diesem Panzer. Das bedeutet, man kann ja nicht einfach wie bei einem Auto mal eben einen Schlüssel nehmen, nee, sondern man braucht riesige Werkzeuge, um selbst das... Ganz genau. Da brauchen wir also jede Menge Geduld. Wir müssen alles wieder also nachschauen, wie es funktioniert. Gibt es doch Pläne? Ja, da haben wir also die ganze Anleitung, die wurde in Französisch also umgesetzt und das haben wir jetzt bei uns in Saumur. Gibt es die sogenannte Panzerfibel noch oder gab es die nur für den Panther? Die Panzerfibel, kennst du die? Dieses Buch für die Besatzung? Das haben wir ja. Das habt ihr? Das haben wir. Oh, es wäre mir eine Ehre, wenn ich euch besuche und ihr mir einen Blick da reingeben würdet, weil es ist ein seltenes Exemplar. Ja, weil wir haben das in Deutsch und übersetzt in Französisch. Unglaublich. Und kannst du ein paar technische Details noch sagen? Wie schnell konnte der im Gelände bzw. auf der Straße fahren? Welche Reichweite hatte? Der hat 160 Kilometer Reichweite. Der fährt ungefähr 40 Kilometer pro Stunde auf der Straße und 20 auf der Gelände. Für dieses Ungetüm? Ja. 70 Tonnen schwer. Und der hat also an der Front 16 cm Stahl, 16 cm Stahl an der Front. Er war eigentlich unzerstörbar, oder? Unzerstörbar. Jede Menge von der Tiger II würde entweder von der Besatzung also gesprengt oder nur absolut die Besatzung würde einfach weg vom Panzer. Ja. Fast gar keine würde von der alliierten Panzer also abgeschossen. Ich kenne ein Exemplar, das steht in La Glaise. Ja. Und der hat einige Einschusslöcher, einige Treffer, aber keiner ist durchgekommen. Ja. Ne? Das spricht natürlich für die extreme Panzerung. Ja. Und wir haben ja heute hier in Bastogne zwei Panzer fahren sehen aus der damaligen Zeit. Das ist einmal der Tiger II und ein Sherman-Panzer. Ja, ein Jumbo. Man hat direkt gesehen, wie schnell der Sherman im Vergleich ist. Ne? Ja. Ja.
Und ist es schwierig, diesen Panzer zu fahren? Nein, also ich kann das nicht fahren, aber unser Fahrer sagt, das ist ziemlich leicht zu fahren. Und vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, durch Eloise morgen einige Aufnahmen von innen zu machen. Da müssen wir also mit der Louis reden. Ja, Also, werden wir sprechen. Vielen Dank an dieser Stelle für vielen dieses Dank an Sie auch. wunderbare Interview. Und wir wünschen euch natürlich noch alles Gute mit den Panzern und auch für das Musée du Blondet. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. So Leute, wir haben gerade ich kann es doch gar nicht glauben, wir haben gerade eine Einladung von dem Musée Blondet bekommen für den Januar oder auch für den Februar, wann auch immer, wo wir, das Museum ist geschlossen, eine exklusive Führung mit den Michel und weiteren Menschen von dem Musée Blondet bekommen. Das ist einfach so eine Ehre, das glaubt ihr gar nicht. Ich freue mich einfach so. Wir haben heute so viele neue Leute. Oh, ist okay. Wir haben heute so viele neue Leute kennengelernt. Das ist einfach schon wieder unglaublich. Es ist einfach wieder unglaublich. Glaubst du auch gar nicht, ne? Was hier wieder schon... Ja. Weil die sind die Sachen alle vorne vorbeigefahren, jetzt steht sie Ja, wer ist da? Ah, hallo! Is it possible that you have the opinion to go inside the tunnel? Can you make a video vertical for me and send me? Is it possible? Meine Freunde, hier draußen nochmal im Dunkeln in Cockerill. Scheint eine Marke zu sein für französische Militärtechnik. Und das ist ein relativ modernes Teil. Aber